Hallo und willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche. Ich lege es heute mal wieder mit meinen Karten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wenn ihr eine persönliche Wochenbotschaft oder einen Impuls noch mitnehmen wollt, bleibt bitte dran. Am Ende des Videos kommt dann die Möglichkeit, einen Impuls auszusuchen. Alles andere findet ihr wie immer in der Infobox des Videos. Was ihr verpasst habt, blende ich wie immer hier oben in die Infokarten ein. Montags bin ich immer Gast bei Sven Pohl auf dem Astrolymp-Kanal. Und wie ihr zu meinem Zweitkanal oder zur Kanalmitgliedschaft kommt, findet ihr ebenfalls unten in der Infobox. Okay, dann schauen wir mal, was das Kollektiv nächste Woche für Themen mitbringt. Oh, wir sind selber rausgefallen. Also es geht sehr viel um uns, was sich um uns herum bewegt. Es scheint eine Woche zu sein oder zu werden, wo wir uns auch selber bewegen sollen für die Dinge, kurze Wege suchen sollen, wo sich auch kurze Wege ergeben. Wichtig ist, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man anfängt zu agieren. Und ich habe so ein ganz gutes Gefühl, denn hier zeigt sich so eine plötzliche Erkenntnis, eine plötzliche Klarheit, die uns eben in Bewegung bringt. Also das Ganze hat einen Auslöser, der geht über einen Aha-Effekt, über einen schnellen Einfall, über eine plötzliche Erkenntnis. Und irgendwie werden wir vielleicht auch irgendwo in unserer Umgebung mit ein bisschen Glück überrascht. Die Karten hier, die hier liegen, sind alle schon mal sehr, sehr positiv. Dann haben wir hier im Haus des Lebens die Sonne drin. Das ist schon mal gut, denn dann bestrahlt die Sonne unsere ganzen Lebensbereiche, die wichtig sind. Wir haben auch genügend Energie, um in Bewegung zu kommen. Eventuell müssen wir viel kommunizieren, schnell kommunizieren, auch flexibel sein im Kopf, die Dinge mal anders anzugehen. Und ich habe sehr viel klärende Energie. Eine Verstrickung, die sich oftmals als nervend oder unruhemachend gezeigt hat, kommt hier in diese Bewegung, dass sie kürzere Wege kriegt. Das heißt, wir nehmen es zwar kurz wahr, können aber dann drüber weggucken und uns sicherer fühlen. Es gibt hier Erfolge oder auch das Gefühl der Sicherheit in allen Bereichen, wo wir vorher im Nebel gestanden haben. Also es scheint echt eine erkenntnisreiche Woche zu sein. Was ich auch sehr schön finde, ist hier das Überwinden von alten Verletzungen. Also irgendetwas, was dich immer ausgebremst oder gehindert hat, was dir auch emotional ungute Gefühle mitgebracht hat, scheint sich jetzt hier aufzuklären und nicht mehr so tragend im Leben eine Rolle zu spielen. Also etwas wendet sich mehr der Harmonie zu. Das kann ja eine Wunde sein, die du schon lange hast, eine Wunde, die du aus dem Familiensystem her mitbringst oder auch eine entsprechende Konditionierung. Hier speziell in diesem Fall kann es unterschwellig oder irgendwo mit Selbstwertthemen behaftet sein. Finanzen habe ich bis jetzt auch so liegen, dass es sein kann, dass wir hier finanzielle Themen präsentiert kriegen. Von außen her kommt irgendein Reiz, irgendeine Qualität, wo wir uns in Bewegung setzen müssen, wo wir klären müssen, finanzieller Art, aber ich habe hier oben den Stern drüber und die Sonne, also lasst euch da nicht aus dem Tritt bringen. Es gibt eben immer wieder mal Dinge, die man dann klären darf oder muss, obwohl man auch keine Lust hat. Hier kann Folgendes sein. Es zeigt sich dir hier etwas, was dir bisher noch nicht bekannt war. Also hier kommt ein Aha-Effekt, ein Okay, ein das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ein Geheimnis lüftet sich, eine unausgesprochene Sache zeigt sich und das bringt dir hier den Schub nach vorne. Also
die Erkenntnis oder der Konflikt, dieses, was im Verborgenen liegt und dir plötzlich als Wissen zur Verfügung steht, könnte ein bisschen mit Konflikten einhergehen. Veränderungen, die hier liegen, bringen Potenzial mit, wo man auch gerne mal so, naja, wie soll ich sagen, wo die Zündschnur ziemlich kurz ist. Ich habe in der Mitte des Kartenblattes, also im Herz liegen, ein sehr spezielles Thema und ich glaube, dass hier auch die Erkenntnis dazu kommt, die hier gemeint ist. Und zwar geht es darum, dass man sich hinterfragt, was arbeitet man, wie viel und wie viel finanziell kommt dann am Ende für einen rum. Also man hinterfragt oder man kriegt plötzlich so diesen Moment, wo man denkt, hier investiere ich lieber nichts mehr ein. Ich möchte schon auch das Geld haben, das ich brauche zum Leben. Und ich sehe, dass man da Schnitte macht. Also einerseits kann sein, man lässt etwas weg, andererseits kriegt man hier etwas dazu. Es geht speziell eben um die Energie von investieren und bekommen, ob das im gleichen Maß ist. Und dafür macht man sich auch streitbar oder man möchte so drauf reagieren. Hier liegt es aber so, dass die Nachrichten, die man dazu benötigt oder die Aussprachen, die dazu nötig sind, mit Hindernissen abläuft. Ne? Am Ende heißt es für mich auch, ich muss überlegen, wo diskutiere ich rum oder wo gehe ich ohne Worte, weil diskutieren eben nichts bringt oder als Hindernis dargestellt wird oder ich eben dann die kurze Zündschnur zünde und damit einen Konflikt hochhole, der mich vielleicht eher meinem Ziel weiter wegbringt. Ich habe hier sehr viele Einflüsse von außen, beim Beruf, bei der Berufung, bei den Finanzen. Das sind Dinge, die bringen dich eben dann in Fahrt, weil sie kommen. Sehr stark sieht man die Veränderung hier am Bereich des Berufs, der Finanzen. Und es ist keine geplante Veränderung. Ne? Das ist so etwas, da taucht irgendein Faktor auf und dann reagiert man darauf. An sich liegt hier sehr viel Kommunikation, sehr viel Möglichkeit über verbindliche Dinge am Beruf und an den Finanzen dran. Wenn ich es jetzt hier so hoch, seht ihr die Sonne, die Fische und den Ring. Das wäre schon mal eine recht gute Energie für die Finanzen, wenn nicht sogar eine der besten. Aber eben mit dem Hinterfragen zusammen, was investiere ich wo rein, wo brauche ich noch mehr Aufklärung für mich, dass ich weiß, dass sich etwas rentiert. Ne? Ja, es geht nächste Woche verstärkt um unsere Herzensangelegenheiten. Also da, wo wir hier aufstehen und in Bewegung kommen, haben wir hier im Haus des Herzens das Kreuz drin. Hier kann sich ein familiärer Konflikt zeigen, hier kann ein Wissen aufkommen, dass irgendetwas, was unausgesprochen ist, was im Verborgenen lag, was man totgeschwiegen hat. Und blub, kommt es hier raus und zeigt sich für dich. Und es ist hier nicht negativ, denn es bringt dich in Fahrt, es bringt dich in Bewegung, es bringt dich auf den, ja, also ich sag mal, du sattelst dein Pferd auf und rennst, ne, mit dem Pferd oder galoppierst in deine eigene Richtung. Ich habe so Veränderungen, die betrifft im Familiensystem das Thema männliche Herkunft, Generationsthemen männlicher Art. Für einen oder anderen zeigen sich hier Momente. Das kann natürlich auch dieser aufklärende Effekt sein. Da verstehen Sie, das kommt aus meiner Vergangenheit, das projiziere ich jetzt hier auf etwas in meiner Gegenwart und das stimmt überhaupt nicht überein.
und ich habe mich da auf dem falschen Weg befunden und du kannst ja diesen Richtungswechsel vornehmen. Auch da, wo Mangel an Vertrauen ist oder wo Angst vor Veränderung ist im partnerschaftlichen Bereich, nenn es eine karmische Aufgabe, die sich hier zeigt, die du aber oder wir wunderbar lösen können und die dann eben auch für so ein gutes Gefühl sorgt, wo wir vorher emotional ungeklärt waren. Was ich auch hier habe, das sind Entscheidungen, die uns am Herzen liegen. Die beinhalten wahnsinnig viel. Zunächst mal die Wahl unserer Partner. Manche haben hier ein Doppelgebundensein liegen, die hängen noch in der Vergangenheit, sind aber auf dem Weg vielleicht auch schon lange auf dem anderen Part, also entweder alleine oder mit jemand Neuem zusammen, aber es zeigt sich hier ein Thema, das aufkommt, das viel mit der Vergangenheit zu tun hat und wo man eine Entscheidung treffen muss, darf, kann, eine andere Möglichkeit in Erwägung zieht, die Herzensdinge so zu klären, dass sie rund laufen, dass sie verbindlich sind, dass sie uns das einbringen, was wir investieren, so wie es hier auch in der Mitte liegt. Es geht ja auch vielleicht um eine Wahl im Beziehungsleben. Eine Entscheidung, die du triffst. Das hat hier sehr viel mit dem Thema Vertrauen, Leidenschaft, Stärke, Größe zu tun. Vielleicht auch zu gucken, wo wurdest du klein gehalten, wo stellst du dich in die zweite Reihe, möchtest du das noch oder nicht, dieses zu hinterfragen, an sich zu hinterfragen. Was sind denn eigentlich die Dinge, die mir am Herzen liegen? Habe ich genug Zeit dafür, mich für meine Dinge in Bewegung zu setzen oder befinde ich mich in einem System, wo das Thema Arbeit, Geld, alles andere drumherum einen hohen Stellenwert hat, sodass ich selbst mich aus den Augen verliere? Wir haben die Wunscherfüllungskarte auf vertraglichen Dingen, ja, hier auch Veränderungen auf den Beziehungsebenen, auf der vertraglichen Ebene, auf der verbindlichen Ebene. Spannend auch kann hier sein, ich habe hier wieder, dass uns irgendetwas an die Ohren kommt. Also hier liegt die Maus im Haus des Buches drin. Das heißt, hier öffnet sich Wissen, hier kommt etwas an die Oberfläche, das uns dann in Bewegung bringt. Das kann auch eine speziell innere Sache sein, ne? Eine Erkenntnis, die wir so plötzlich kriegen, wo wir dann wissen, okay, das habe ich ja lange nicht verstanden und jetzt kommt es hoch und ich kann es bearbeiten. Also Verträge, Verbindlichkeiten, Freundschaften, kann auch hier damit einhergehen, dass man sagt, okay, ich beende dies oder das und es entspricht dann mehr meinen Wünschen. Wir haben im Hause des männlichen Gegenübers den Mond drin. Hier kommt sehr viel ja, über das Unterbewusstsein, über die Intuition. Hier auch nochmal Themen, die lange verstrickt waren und für Unruhe gesorgt haben. Personen, die aufklärend mitwirken. Die Grundprinzipien des Lebens mit auf den Kopf stellen. Beruf, Arbeit, Liebe, also alles, was hier im Leben von der Sonne bescheint wird, kriegt hier eine gute Qualität. Und jetzt guckt euch das mal an. Das ist so sehr speziell, dass ich es ja, eigentlich viel mehr erläutern müsste. Hier ist das Haus der Sonne. Hier ist das Haus des Baumes. Ins Haus des Baumes legt sich die Sonne rein. Ins Haus der Sonne legt sich der Baum rein. Es geht hier speziell um eine Energie, die dir mehr Lebensqualität bringt, die dir mehr Lebensenergie zurückgibt.
Deshalb hier auch die Gedanken, was an Energie verschwende ich und wo nützt es mir was, wo kriege ich das rein, was ich investiere. Zugleich auch sind alle Lebensbereiche hier von der Sonne beschienen. Das heißt, hier können so ganz existenzielle Sachen in eine andere Qualität gebracht werden. Auch der Wachstum hier im Bereich der Liebe, im Bereich der Partnerschaften. Sachen, die schon lange mit einem gehen. Ich hätte jetzt fast verfolgen gesagt, weil man möchte das hier eigentlich schon lange nicht mehr, aber man macht es trotzdem mit. Sieht dann immer wieder, wie man mit Vollgas in die Verstrickung reingeht oder sie nähert. Und da ist man jetzt bereit, irgendwas umzusetzen, was einem irgendwie als Erkenntnis kommt. Hier habe ich auch so Personen, die sich zeigen, die hier mit dafür sorgen, dass aufklärende Energie in die Dinge kommt. Ach, schaut mal, wie schön. Die Hindernisse gehen raus aus diesem Blatt. Im Haus der Hindernisse liegt der Brief, also die Kommunikation. Deshalb nochmal der Hinweis auch, guckt, wo ihr euch schon tot gequatscht habt und nicht vorangekommen seid. Also sprich, was braucht noch meinen Kommentar, was nicht, wo gehe ich, ohne was zu sagen und mache einfach die Tür zu. Dieses Ding, dass man nicht immer alles klären kann und muss und wieder aufwärmen und. Denn Gespräche machen ja auch die Wunden wieder auf. Das muss man ja ganz klar sagen. Das kann man bis zu einem bestimmten Punkt machen und dann muss dann auch mal gut sein. Wir haben hier die Entscheidungen im finanziellen Bereich liegen. Das haben wir hier über den Beruf, über den häuslichen Bereich auch nebendran. Also es bestätigt mich eigentlich, es entstehen hier neue Wege an den Finanzen, da gibt es aber viel zu klären. Unter Umständen haben wir hier auch ein Stück weit die Ämter oder Behörden mit dabei, da kann es um Verträge gehen, Aufträge auch bei den Selbstständigen, die hier neues Potenzial mitbringen. Jedenfalls geht es auch darum, Möglichkeiten zu nutzen finanzieller Art und die Spiegelungen und Korrespondenzen sind einfach zu gut. Es gibt vielleicht was zu klären, aber das ist machbar, weil es hier Chancen gibt, die noch nicht genutzt sind. Mit der Sonne in der Korrespondenz natürlich ein Go und ein Ja für die Dinge und gute Chancen auch mit dem Erfolg hier verbunden. So, dann haben wir hier schicksalshafte Neubeginne, die plötzlich kommen. Das kann hier auch so ein Wow-Moment sein, wo du sagst, okay, hier kommt die Gelegenheit, ich greife sie beim Schopfe, vergiss da nicht genau zu klären, also deine Option, die hier liegt, genau anzugucken. Die Chance, die hier liegt, die kommt sehr gelegen, also das ist jetzt nichts, was lästig ist, sondern das ist so was, da siehst du irgendwie den Fisch, den du an der Angel hast und jetzt musst du ihn reindrehen, ne? So irgendwie. Okay, dann nochmal hier Berufshaus, doppelt sich auch ein bisschen hier. Ich habe mit dem Haus natürlich im Beruf eine stabile Qualität. Vielleicht auch für alle, die im häuslichen Bereich arbeiten, sich hier schön ein Fundament nochmal zu hinterlegen. Da können Kleinigkeiten sein, die, ja, ich nenne es jetzt mal schicksalshaft schnell dazu purzeln und dann etwas ermöglichen. Das muss nichts Riesiges sein. Natürlich auch für alle, die jetzt den häuslichen Bereich wechseln wollen, umziehen, irgendein Haus verkaufen, liegt es hier auch sehr günstig. Hier liegt nur eine Warnung, also hier kann sein, dass du eine Person geschickt kriegst, da darfst du ein bisschen gucken, ob da alles so stimmig ist. Die Person kann weiblich sein und sich als Freund oder Freundin zeigen, aber dann doch wieder Sachen mitbringen, die vielleicht auch
irgendeinen Weg nehmen könnten, den mehr Anliegen dieser Person ist als dir. Hier kann auch sein, man sieht es hier sehr speziell, ne, dass man Personen oder Menschen aus der Vergangenheit hier nochmal begegnet, dass es hier vielleicht gewünscht ist, sich auszusprechen und jetzt nochmal diese Warnung verabschiede damit diese Verstrickung, denn es ist im Prinzip der genesende Faktor in dieser Lage der Karte ist der, dass du feststellst, dass du diese Person oder diesen Umweg über diese Person nicht benötigst, weil sie deine Emotionen schwanken lässt, anstatt sie zu bestärken. Anders kann ich jetzt nicht ausdrücken. Für einen oder anderen habe ich hier auch Neubeginne in der Liebe mit Personen aus der Vergangenheit. Wie ihr das macht, ob ihr das macht, das liegt natürlich bei jedem selbst. Wenn ich hier die zentrale Aussage nochmal angucke, geht es natürlich tatsächlich darum, sich auch in der Liebe zu hinterfragen, was investiere ich, fühle ich mich geliebt, habe ich Leidenschaft, verzichte ich auf vieles, damit mein Partner vorankommt. Das liegt ja auch im Umbruch drin, ne? In der Veränderung. Okay, ihr Lieben, hier auch speziell nochmal die Möglichkeiten an den Finanzen im beruflichen Bereich, im verbindlichen Bereich, auch über die Selbstständigkeit, die liegt hier sehr speziell. Selbstständig sind, das ist jetzt immer so eine Sache, ne? Wenn ich jetzt sage, der selbstständige Bereich, betrifft es natürlich alle, die selbstständig arbeiten, aber es geht hier, glaube ich, um noch mehr. Es geht auch um eine Unabhängigkeit im Beruf. Also praktisch im Beruf sich so zu stellen, dass man die Dinge mit Herz macht und dass trotzdem das rauskommt, was man verdient, ohne dass man drauflegt. Guckt mal, wir haben das Eisenkraut. Hier geht es darum, dass Seelenwünsche sich erfüllen. Hört sich schon mal gut an. Und da darfst du natürlich auch gleich nochmal mit manifestieren, indem du dir vorstellst, was genau deine Seele glücklich macht. Also treffe Entscheidungen, die dein Herz braucht, die dir ermöglicht, Wege zu finden, wo du dein Herz öffnen kannst. Und hab so die Vision von dem, dass du umsetzen kannst, auch finanziell, was du benötigst. Ne? Hier liegt ja die Wunscherfüllungskarte in allem Verbindlichen, Vertraglichen drin. Und natürlich auch da, wo sich ein Wunsch bisher nicht erfüllt hat, da nochmal hinzugucken und zu überdenken, ist es mir wert oder war es das mir wert oder war es besser, dass sich da nichts getan hat. So, jetzt haben hier zwei Engel, sind mir rausgefallen. Einmal den Engel der Leichtigkeit. Entscheide dich für die Leichtigkeit, denn mit ihr gelingt ja alles besser. Und einmal den Engel der Güte. Sei hilfsbereit und voller gütiger Milde. Vergiss dich aber dabei auch selbst nicht. Okay, ihr Lieben, spannende Woche. Bleibt noch dran, wenn ihr eine persönliche Botschaft wollt für die Woche. Da könnt ihr eine auswählen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich drücke euch. Bis bald. So, hier bin ich wieder für eine kleine persönliche Botschaft für die nächste Woche. Für dich, mich, uns. Und ich bin gespannt. Du kannst ja aussuchen zwischen dem roten Buddha und dem silbernen. Ihr wisst wie immer, das Auslegen dauert kurz. Ihr wisst wie immer, dass ich das auch genauso will, weil es eben transparenter ist. Ja, ja, ihr Lieben. Spannend, spannend.
Bei uns regnet es heute in Strömen. Gut, dann nehmen wir noch einen Glücksimpuls. Danach löse ich auf. Ich würde mich für den Silbernen entscheiden. Egoistischerweise fange ich damit auch wieder an. Ihr könnt es beide nehmen, ihr könnt es mit Themen, Personen besetzen oder ihr vertraut auf eure erste Intuition. Und hier haben wir schon mal einen mächtigen Schutz von oben. Ne? Erstens ist Erzengel Michael nächste Woche dabei, der uns hilft, diese Dinge, die wir ja noch zu durchtrennen haben, zu entscheiden haben, so wie es im Wochenorakel auch war, wofür wir antreten, aufstehen, in Bewegung kommen, ja, die nötige Energie zu geben, dieses auch zu tun, die Dinge zu durchtrennen, die uns nicht, ja, oder die uns hindern, wo wir vielleicht auch schon lange damit rumhadern. Und wir haben noch den Schutzengel als Begleitung dabei. Also das ist schon eine mega stark geschützte Energie. Ich sage hier gleich was dazu. Die grüne Tara, beginne zu delegieren. Auch das war im Wochenorakel sichtlich, dass man anfängt zu überlegen, wo stopfe ich so viel von mir rein und bekomme keinen Ausgleich, wo wird es mir auch zu viel und wo muss ich für mich persönlich vielleicht auch abgeben oder mal um Hilfe fragen, anstatt alles alleine zu tragen, ne? Ohne die anderen jetzt zu beschuldigen, du machst zu wenig oder so, sondern zu sagen, ich bin hier an diesem Punkt, wo ich abgeben muss. Ja, es hat mich jetzt auch nichts anderes gewundert. Hier geht es darum, man nennt es hier Lichtarbeiter, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Und hier geht es darum, dass deine spirituelle Kraft dir reichen Segen bringen wird, weil du irgendetwas in die Welt gibst, was sehr dienlich ist für alle. Und du deshalb auch speziell beschützt bist. Also abgeben scheint das Thema überhaupt zu sein. Beginne zu delegieren, übergib deine Sorgen dem Himmel, fühl dich beschützt. Sehr schön. Und wir haben hier mit Viviane noch das Thema Selbstermächtigung. Hier geht es darum, dass es jetzt Zeit ist, alte Kräfte zu erlösen, dunkle Dinge in Liebe zu verwandeln und ins Urvertrauen zurückzukehren. Sehr speziell, denn ne, wenn ich übergebe und abgebe und mich vertrauensvoll nach oben wende, dann gehe ich ins Urvertrauen. Es wird im Hier und Jetzt passieren, also alte Dinge erlösen sich und bringen dir eine schöne Selbstermächtigung mit. Wahnsinn, toll. Dann gucken wir die andere Seite. Ihr habt hier einen genesenden Faktor für euch, eine Woche der Genesung, eine Woche, wo ihr auch auftankt. Wir hatten ja die Sonne im Haus des Lebens drin, passt wunderbar. Und auch eine Woche, wo ihr irgendetwas so hinbringt, dass ihr mehr im Gleichgewicht seid. Sehr passend. Ihr habt Aphrodite, erwecke die Göttin in dir. Also da, wo du gedarbt hast oder gedacht hast, oh, das Leben geht so an mir vorbei, was bin ich überhaupt wert? Da erwecke das Göttliche in dir, wertschätze dich, deine Göttlichkeit und ja, feier das mal. Das dritte Auge. Ja, du siehst bestimmte Dinge durch dein drittes Auge. Vielleicht wird es auch stärker aktiviert. Wir hatten den Stern und die Sonne nebeneinander. Das ist so auch so ein klassisches Ding von Klarsehen, Hellsehen. Ja? Egal, was man sieht, jeder hat irgendwo etwas oder hört auch. Ne? Und du bist auch hier geschützt. Also trau auch deinen eigenen Visionen oder nimm sie wahr. Dann haben wir hier den Heiligen Gral. Ja, was leidet denn in dir?
darfst du dich fragen, welche Sehnsucht ruft in dir oder in deiner Seele und gibt auch niemals Ruhe, obwohl es dir nach außen hin gut tut. Und der Heilige Gral ruft dich die nächste Woche, dein Erbe anzunehmen, dein Vermächtnis, dieses Mysterium auch, was dahinter steckt, was seinen Heiligen Gral hier füllen kann. Spannend. Und für dich könnte es auch ein bisschen abenteuerlich werden die nächste Woche. Also dieses, was im Wochenorakel so als Wow-Effekt oder spannender Moment oder Erkenntnis, bringt dich hier in eine Bewegung, die abenteuerlich sein wird, weil du da auch neue Erfahrungen machst, in die Genesung gehst und ein gewisses Gleichgewicht verspürst. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.